Hallo liebe Zuschauer, gestern Abend habe ich einen Notruf bekommen von meiner lieben Nachbarin, die sitzt hinter mir, also sie lebt noch. Nein, sie hatte gestern Abend angerufen, dass das Auto nicht mehr startet. Wipperat und Stefan, beziehungsweise Stefan, hat ja meinen alten Suzuki gekauft. Hier zeige ich mal ein Archivbild, der mir treue Dienste geleistet hat, 5 Jahre, und hat mir manchmal auch die Nerven geraubt. Es waren ja viele Reparaturen standen an, aber die sehr kostengünstig waren. Ja, jedenfalls gestern Abend sind wir dann dahin gefahren und sie meinte, die Batterie wäre leer. Ja, die war schon am leer. Habe dann mit einer externen kleinen Batterie versucht, den Wagen zu starten. Hat nicht funktioniert. Dann habe ich ein Überbrückungskabel benutzt zu meinem hier. Da hat sich der Motor auch nicht bewegt. Ja, ich sage, der Motor hat sich nicht bewegt. Man hörte also nicht ein Durchdrehen. Und das ist ja ganz schlimm. So, jetzt habe ich noch mal eine volle Batterie dabei. Eine Lithium-Ionen-Batterie, eine starke, um nochmal zu versuchen, aber ich glaube, da ist mehr los. Ich werde jetzt gleich mal das Wasser kontrollieren. Das konnte man gestern Abend nicht mehr, oder ich habe nicht mal nachgeguckt, ob es der Wasserstand, dass das Wasser weg ist. Dann ist es im Zylinderkopf. Die Sache kennen wir ja. Hier kann ich ja mal das verlinken, welche Probleme ich mit dem Wagen hatte. Mal sehen, was los ist. Ansonsten muss der Wagen abgeschleppt werden zur Werkstatt. In diesen Playliste seht ihr ja die Werkstatt. Die hat bisher einen wunderbaren Dienst verrichtet und vor allen Dingen kostengünstig. Ich gehe auch mit meinem Wagen dahin, hier mit dem Ford Everest, um zum Beispiel Ölfilter, Luftfilter und sowas zu wechseln. Öl kein Problem, und bekomme auch da Original-Ford-Teile. Nur wenn es natürlich um die Elektronik geht, dann muss ich nach Ford fahren. Da sagen die Jungs selber, können wir nicht. So, jetzt sind wir auf dem Weg. La Longue Praia nennt sich die Ecke, wo die Highspeed-Fähre ist. Ich schwenk mal jetzt nach vorne. Wipperat hat headache. Oh, how much is it? How can I explain Stefan this? I did nothing wrong. And it goes no red light on or something. So, ich habe hier jetzt ein Powerpack drin. Da müsste ich eigentlich die Batterie oder beziehungsweise den Motor mit starten. Aber schauen wir erstmal nach. No water. No water. Also hier ist kein Wasser mehr drin. Leer. Die Maschine. Also hier ist auch kein Wasser drin. Da ist der Motor jetzt blockt. We have not to start anymore. The water is going in the engine. Around about 25-30,000 Watt. I can do nothing. Ja, das war eine schnelle Sache. Was ist passiert? Irgendwie ist die Dichtung durchgebrannt. Wieder mal, Öl ist drin. Ich kann hier gar nichts machen. Der Motor ist jetzt geblockt, weil Wasser drin ist. The car have to go in a workshop. Ja, jetzt müssen wir mal zur Werkstatt fahren, meines Vertrauens. Da müssen sie den Wagen dann eben halt abschleppen. Okay. So, we go to the workshop.
Sabadi Cup. Der Kompressor ist der einzige, der jetzt gerade arbeitet. Sabadi Cup. รถพังอยู่ตรงนี้ 50 Meter. เนี่ยค่ะอีกประมาณ50 เมตรเนี่ยค่ะใกล้ Yeah. You, ๆอยู่ข้างหน้า he make the repair the last. He have to know why. That is it. Why? Er hat jetzt auch ein Powerpack dabei, er will damit starten, aber ist ja kein Wasser drin. He want to start. He have a power pack, a battery, the same what I, but when he see is no water in, wenn er sieht, dass da kein Wasser drin ist, dann wird er den auch nicht starten. Okay, come on, come on. Here. No water, no water. It's here. You're looking now when it's white inside. You have to let him do his job. Then it's all in. Maybe the easy way it's something leaking and the water is gone here and not in the engine. But he asked. He say I looking the water every day or not. I say no. No. I only ไม่ค่อยได้ขับอาทิตย์ละครั้งที่ขับ ไม่ครับมันรถเราไม่ใช่รถใหม่แล้วอย่างน้อยก็ต้องดูเช็คน้ำเช็คอะไร Drunter ist auch keine Pfütze von Restflüssigkeit, die da ausgelaufen ist. Da wäre natürlich das Einfachste, wenn irgendwie ein Schlauch geplatzt wäre und deswegen ist das Wasser raus. ได้ไหม Aber er startet auch den Motor nicht mehr. Oh, you have water here. ซื้อน้ำดื่มได้ไหมคะ Hier können wir eigentlich gar nichts mehr machen. Der Wagen, er wird wahrscheinlich jetzt Wasser holen. Er versucht nochmal zu starten. Aber das Wasser, was jetzt drin ist, blockt den Zylinder, dass er sich also nicht durchdreht. Und sie hat gestern dann probiert und hat damit die Batterie auch leer gemacht. Wir müssen jetzt warten. Die werden jetzt die Zündkerzen rausnehmen und gucken, ob das Wasser wirklich da drin ist. Und dann muss der Motor wieder auseinandergenommen werden. Ich glaube, das 4. Mal ist das jetzt mit der Kopfdichtung. Wieso die jetzt durchgebrannt ist, ist natürlich eine Frage. Beim letzten Mal war es ja so, dass die Viskosekupplung vom Lüfter kaputt gewesen ist und in Front ist ja nochmal ein Kühler für die Klimaanlage. Die müssen ja normalerweise laufen, damit der Motor gekühlt wird. Da kann ich jetzt nicht beurteilen, ob da jetzt was wieder dran ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall muss er in der Werkstatt und dann werden wir dann Näheres hören und ich werde euch auf dem Laufenden halten. Verloren gegangen. That's not so much. Da war nicht so viel. You want here? Da war gar nicht so viel Wasser, was da weg war. มันรั่วหรือเปล่าไม่รั่ว ขับมาแล้วมันก็ดับเลยงั้นเหรอครับ ไม่ค่ะจอดแล้วมันก็ Jetzt kommt meine Batterie in Einsatz. อ๋อลากยาวใช่ไหม ไม่ยาวแค่หมุนแล้วมันไม่ติดหนูก็ดับหมุน2 รอบไม่ติดหนูก็เดินไปหาพี่เมื่อคืนแต่ไม่มีใครอยู่ Das ist noch eine alte Batterie von einer Drohne. ทุ่มครึ่ง อ๋อ 2 ทุ่มครึ่งเดินไป Das hört sich ja super an. น่าจะแบตคันนี้รู้สึกแกซื้อนานแล้วไหมอ่ะต้องเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปนานยัง ตั้งแต่ What? แกซ่อม Ja, also alle Gedanken waren falsch. Es ist nicht die Zylinderkopfdichtung, also keine 30.000 Watt. Wieso jetzt das ganze Wasser weg ist, keine Ahnung. You have to check now the water. ไม่หรอก And, ที่ว่ามันขาดเพราะว่าบางทีคือขับอย่างเดียวไม่ค่อยได้ดูน้ำมันแค่ขาดในระบบแต่มันคือขาดไม่เยอะเขาเติมไม่แค่นิดเดียวเอง Ich glaube, er hat gesagt, vielleicht ist auch ein Loch im Kühler หม drin ดแล้ว durch einen Steinschlag. น้ำในนี้มันก็ขาดเรื่อย
That is a hole maybe in. We have a look now. When you stay the car at home, it's water dripping, and I can charge at home the batteries, no problem. So, ich habe auch ein Ladegerät zu Hause. Hört sich gut an. Viel Geld gespart. Ja. Aber irgendwo muss das Wasser ja hingegangen sein. อย่างเดียว อ๋อ จริง You can say I was trying yesterday with a cable from my car and it was not starting. เขาเอามาจำเมื่อคืนเขาก็เอาจากรถคันนั้นอ่ะ ครับ จำก็ไม่ติด And that was that I say we stop here, not that we make more damage. ที่ Ja, deswegen habe ich ja gestern aufgehört, weil ich Angst hatte, dass noch mehr kaputt geht. มันไม่ใช่ต้องปีไม่ใช่ปีที่แล้ว นานด้วยอะพี่ Ich habe die Batterie letztes Jahr einbauen lassen, bevor wir, meine Ex und ich nach Rayong gefahren ส sind. ตาร์ทแค่ทีละครั้ง Okay, dann ich ein iPhone. Kap und Kap, เท่าไหร่คะพี่ So, ไม่เอาไม่เป็นไรครับ give him the tip. ไม่เอาครับไม่เป็นไร เท่าไหร่ ลูกค้าประจ Ja, gut. Okay, jetzt geht's nach Hause. Ja, jetzt fahren wir nach Hause, da wird die Batterie nochmal aufgeladen und dann kontrollieren wir, wieso auch die Kontrolllampe da nicht brennt. Da hatte ich nämlich mal nachträglich eine eingebaut für den Wasserstand. Aber da ist ja jetzt fast ein Jahr gar nicht mehr nachgeguckt worden. Also ich habe ja immer nach dem Wagen regelmäßig geschaut. Und das ist nicht das Ding von Stefan und auch nicht von der Wipperrad. So, wir gehen jetzt nach Hause. Habe jetzt die Batterie angeschlossen, das Ladegerät zeigte da eben 25 Ampere Ladestrom. Das ist natürlich schon eine Menge. Jetzt muss ich also warten, dass er fast auf Null ist. Das heißt, dann ist die Batterie auch voll. Das nächste, was jetzt ansteht, ist Folgendes. Das ist der zusätzliche externe Wasserbehälter für die Kühlanlage. Und hier habe ich nach den ganzen Schäden, die ich hatte, habe ich einen Schwimmerschalter installiert. Und den werde ich jetzt mal überprüfen, ob der okay ist. Hier ist ein Kabel angeschlossen. Und ja, da haben wir es ja schon. Hier ist ein Kabel abgerissen. Hier ist ein Kabel abgerissen. Und dafür funktioniert der Schwimmerschalter nicht mehr. Zeigt also nicht an, dass hier der Füllstand unten ist. So, das werde ich jetzt reparieren. Und dann kommt zumindest eine Warnung, dass der Motor zu wenig Wasser hat. Das sind die alltäglichen Probleme, die man nicht nur in Deutschland hat, die hat man hier auch in Thailand, wenn man ein Fahrzeug hat. Man sollte immer gucken, dass man eine kostengünstige Werkstatt in der Nähe hat. Die gibt es hier sehr viele, muss ich sagen. Das Basiswissen hier von Motorreparatur ist hier hervorragend, weil hier noch repariert wird und hier werden keine Motoren ausgetauscht komplett, sondern hier wird der Motor, wie ihr vielleicht gesehen habt, komplett auseinandergenommen und die wissen auch, wie er wieder zusammengebaut wird. Alle Achtung hier an die Werkstätten. Und so wird er natürlich auch kostengünstiger. Das soll es gewesen sein hier von Koh Samui. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.